Wenn wir uns bei der Trompete mit dem Höhentraining beschäftigen, kommen wir unweigerlich zur Frage, wie viel Luft sollte ich eigentlich in der höheren Lage benutzen, damit die Töne noch gut einrasten und gut klingen. Und damit beschäftigen wir uns heute. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nikolai Kamm Trompetentraining. Eingerollte Lippen war das große Thema des letzten Videos. Nochmal zur Erinnerung, wir spannen unsere Lippen an. Wir drücken nicht das Mundstück gegen die Lippen, sondern das sitzt nur an den Lippen. Das heißt, ich mache hier die Spannung der Lippen. Dadurch schwingt etwas weniger Lippenmaterial. Auch der Abstand der Lippen ist kleiner. Das heißt, dort kommt eine höhere Frequenz zustande. Übertragen auf unser Instrument bedeutet das, wir haben höhere Töne. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schaffe ich das, dass ich da oben ausdauernd trainieren kann? Natürlich, wenn ich eher leise trainiere. Das heißt, wir nehmen eine Lautstärkenstufe, würde ich mal einfach mal einpegeln bei Mezzo Piano. Ob wir jetzt noch leiser oder etwas lauter ins Mezzo Forte gehen oder also diese Amplitude Piano bis Mezzo Forte wäre so der Bereich, wo wir spielen. Damit du erfährst, wie viel Luft du in der hohen Lage benutzen solltest, halte einfach mal ein G1 aus und zwar im Mezzo Forte. Also, das ist die Luftgeschwindigkeit und die Luftmenge, die ich benutze. Übertragen jetzt auf die hohe Lage, das heißt, ich starte beim G2 und trainiere zum Beispiel mit einer Übung immer halbtonschrittweise nach oben zum C3 oder drüber hinaus und benutze die gleiche Luftmenge, gleiche Luftgeschwindigkeit. Was jetzt natürlich dazu kommt, ist, dass mein Ansatz die Lippen festigt. Das heißt, die gehen natürlich mehr in die Anspannung, dementsprechend höhere Frequenz, übertragen aufs Instrument, höherer Ton und wir versuchen das Ganze natürlich in etwa in diesem Tempo zu spielen und danach legen wir noch eine Schippe an Training drauf. Da zeige ich dir, wie du es intensivieren kannst. Los geht's! Das war die Übung. Du hast gemerkt, wir starten chromatisch immer einen Ton nach oben und wieder zurück. Jetzt zwei Töne nach oben und zurück. Also wir erweitern sozusagen die Übung immer um den Spitzenton. Und da kannst du natürlich diese Übung oder musst diese Übung an dein Leistungsniveau anpassen. Das heißt, du kannst natürlich tiefer starten oder du kannst auch gleich beim C3 oben anfangen und dementsprechend da oben in dieser Lage trainieren. Wenn wir jetzt noch eine Schippe drauflegen, gehen wir natürlich über das C3 hinaus und wir halten den Spitzenton, den wir erreichen, jetzt zum Beispiel dann bei der Übung D3, Cis käme vorher, aber wir gehen jetzt gleich zum D, etwas aus. Spielen nach unten und halten das G, unseren Zielton, auch etwas länger aus. Das heißt, 4 Zählzeiten oben ausgehalten und dementsprechend den letzten Ton auch versucht, auf 4 Zählzeiten Länge zu bringen. Los geht's! Und dann kannst du die Übung natürlich intensivieren, indem du oben aushältst, am Ende aushältst, noch einen Halbton höher gehst und so weiter und so fort. Immer an dein Leistungslevel angepasst, beziehungsweise immer so gespielt, dass eben noch was geht. Das heißt, wenn du heute zum Beispiel bis zum D3 kommst, dann trainier das ruhig. Schaffst du am nächsten Tag noch eine Schippe draufzulegen, dann mach das ruhig. An manchen Tagen klappt es nicht so gut, dann trainieren wir natürlich trotzdem, aber wir werden dann zum Beispiel unsere Spitzentöne wie am Tag vorher nicht erreichen. Deswegen nicht frustriert sein, trotzdem trainieren und am nächsten Tag, wenn es wieder gut klappt, wirst du davon profitieren. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Lass am Ende von dem Video noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.